Wir backen heute im Mini-Camper eine ganz einfache 3-Käse-Camper-Calzone im Omnia Campingbackofen. Ihr braucht dafür keine Arbeitsplatte, kein Nudelholz, gar nichts. Ihr braucht eigentlich nur einen Gaskocher und sowas wie einen Omnia. Und Backzeit 30 Minuten, also dranbleiben und Rezept mitnehmen. Und während das gute Teil gleich backt, erzähle ich euch, was es für Neuigkeiten gibt, denn wir haben mit dem Kanal In die Ferne was gewonnen und was das ist, erzähle ich euch gleich, also bleibt dran. Das Rezept für diese Camping-Calzone ist von einer Freundin, beziehungsweise das Rezept für den Teig. Den habe ich jetzt hier drin, das sieht aus, als hätten wir uns gerade einen Döner geholt. Wir haben das Ding einmal getestet, vielleicht habt ihr das schon gesehen, diejenigen unter euch, die uns auf Insta folgen, haben irgendwann die letzten Tage mal gesehen, wie wir im Schnee unterwegs waren und einmal diese Calzone im Camper gebacken haben. Das hat gut funktioniert und deswegen zeige ich euch heute Schritt für Schritt, wie ihr das nachmachen könnt. Wenn ihr noch mehr Bilder vom Ausbau und so weiter sehen wollt, dann guckt doch einfach mal in die Infobox. Da ist unser Instagram-Kanal auch verlinkt, da könnt ihr uns sehr gerne folgen. Vor allem, wenn ihr irgendwie dabei sein wollt, wenn ich mal mit dem Camper unterwegs bin, da sieht man das meistens, also zumindest in Ausschnitten, immer ganz aktuell. Und dann verpasst ihr sowas wie mit Pizza im Schnee auch nicht. Pizza ist übrigens nicht unter den Top 5 Food-Favoriten bei mir. Da würde ich andere Punkte drauf setzen. Aber ihr könnt mir ja mal verraten, ob Pizza unter euren Top 5 Gerichten ist, die ihr gerne esst. Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. So, bevor wir jetzt mit dem Backen loslegen, fragt ihr euch vielleicht, zumindest einige von euch, was dieser Omnia ist, von dem ich gesprochen habe. Das ist ein Campingbackofen. Ich zeige euch den einmal ganz kurz. Diejenigen unter euch, die den Omnia kennen, können jetzt den Teil skippen. Nutzt dazu einfach die Zeitstempel aus der Infobox oder von den Kapiteln. Das sind die Einzelteile. Das untere Teil ist aus Edelstahl, das ist das, was auch auf den Gaskocher kommt. Also da setzt man dann diese Aluminiumform rein, sieht aus wie so eine Kuchenform. Und dann kann man dazu kaufen eine Silikonform. Damit verhindert man, dass irgendwelche Sachen, die man darin backt, da anbappen und man kann es halt leichter reinigen. Dann gibt es zusätzlich noch ein Brötchengitter, damit kann man dann auch Brötchen machen. Und obendrauf kommt nochmal ein Aluminiumdeckel. Und das ganze Prinzip von dem ist dann einfach Ober-Unterhitze. Das heißt, hier unten kommt dann die Gasflamme, die Hitze durch und verteilt sich dann einmal rundherum. Und man kann damit alles backen, Brötchen, Kuchen, Brot, Aufläufe, eben auch Pizza. Der Omnia kommt aus Schweden und kostet so 43 €. Es gibt aber auch ein bisschen günstigere Alternativen, die verlinke ich euch alle in der Infobox. Ich weiß nicht, wie viel besser oder schlechter die anderen Varianten sind. Müsst ihr euch da mal selber angucken. Wenn euch vielleicht irgendwie ein Vergleich interessieren würde oder so, könnt ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben. Aber bis jetzt ist das Einzige, was ich kenne. Und ach ja, diese 43 € für den Omnia beziehen sich auf wirklich nur die Form ohne diesen Silikoneinsatz und ohne das Brötchengitter. Aber kleiner Tipp, auf so Messen wie dem Caravansalon gibt es die Dinger sehr häufig im Angebot und da kann man dann manchmal auch ein Schnäppchen machen. Den Teig anzusetzen dauert übrigens um die 10 Minuten und dann muss der noch mal ruhen, 2 bis 3 Stunden. Das könnt ihr entweder zu Hause machen oder auch im Camper. Dazu braucht ihr aber zusätzlich eine Wärmflasche, wenn ihr jetzt zum Beispiel im Winter unterwegs seid, weil der Teig diese 2 bis 3 Stunden hier an einem ruhigen Ort sein muss. Und wir haben es ausprobiert. Wir haben den Teig dann einfach in den Rucksack gepackt mit einer Wärmflasche und das hat gut funktioniert. Für den Teig selber braucht ihr nur 5 Zutaten und zwar Mehl. Und zwar müsst ihr ganz besonders darauf achten, dass ihr nicht irgendein Mehl nehmt, sondern das muss, wenn ihr in einem deutschen Supermarkt seid, ist das Typ 550 oder 55 steht da manchmal, T55. Das ist nämlich speziell zum Backen auch von Pizza geeignet. Also kein normales Weizenmehl nehmen, nicht die anderen Nummern, einfach darauf achten. Ist auch alles, alle Zutaten, alle Details sind auch noch mal in der Infobox zum Screenshotten. Dann braucht ihr 200 Milliliter lauwarmes Wasser. Dann braucht ihr entweder ein Paket Trockenhefe oder einen halben Würfel frische Hefe, 2 Teelöffel Salz, ein ganz kleines bisschen Zucker, also sagen wir mal so 1 Teelöffel und 1 Esslöffel Olivenöl, das war's. So, beim Teig geht ihr jetzt so vor, dass ihr erst das Mehl in eine Schüssel packt. Dann macht ihr da eine Kuhle rein mit der Hand und in die Kuhle kommt das Salz und das Olivenöl. Und dann nehmt ihr nochmal irgendwie eine Schüssel, packt da das lauwarme Wasser rein und löst langsam entweder die frische oder die trockene Hefe darin auf. Und immer Teil für Teil knetet ihr das unter diese Mischung aus
Olivenöl, Salz und Mehl, so lange, bis ein glatter Teig entsteht. Immer weiter kneten, kneten, kneten. Und ihr merkt, dass irgendwann ist der Teig nicht mehr klebrig, sondern ganz glatt. Und dann deckt ihr den in der Schüssel zu und stellt den halt an den warmen Ort. Oder wenn ihr im Camper seid, lasst ihr den eine Runde mit der Wärmflasche kuscheln, 2 bis 3 Stunden. Und dann kann man den weiterverarbeiten. Und an dem Punkt sind wir jetzt. Ich habe den jetzt in Aluminiumfolie, mein Gott, Aluminiumfolie transportiert, aber man kann natürlich auch diese Klarsichtfolie nehmen oder wenn ihr irgendeine nachhaltigere Alternative habt. Ich packe jetzt mal hier meinen Döner aus. So, da ist er. Und den teile ich jetzt gleich in 2 Teile. Den einen Teil packe ich zur Seite, das wird der Deckel unserer Kalzone, und der andere Teil, den presse ich dann in den Omnia rein. Also ihr müsst das auch nicht nochmal ausrollen. Ihr braucht also kein Nudelholz, keine Arbeitsplatte, das könnt ihr einfach direkt in dem Omnia machen gleich. Aber ihr braucht ja noch ein paar andere Zutaten. Wir wollen ja nicht einfach den puren Genuss des Pizzateigs später haben, sondern wir machen eine 3-Käse-Kalzone. Und warum machen wir überhaupt eine Kalzone und keine flache Pizza? Weil sich das bei dem Omnia wegen der Form sehr viel besser anbietet. Ne? Man kann den Raum ja dann besser füllen und genau, und deswegen tun wir das auch. Und ganz unten kommt eine schon fertig vorbereitete Soße aus dem Tetrapack. Das könnt ihr aber auch selber machen. Einfach passierte Tomaten nehmen, ein bisschen Knoblauch, einen Schuss Olivenöl, Salz, Pfeffer, Basilikum, Thymian, Oregano. Und dann ja, habt ihr eigentlich im Grunde das gleiche hier. Rezept für die Tomatensauce ist halt so ein Basic-Rezept, ist auch unten in der Infobox verlinkt. Und als Belag haben wir uns ausgesucht Hartkäse. Ich hatte hier jetzt noch ein bisschen übrig, den verarbeite ich gleich. Halt Parmesan oder Grana Padano geht auch. Dann haben wir Gorgonzola und Mozzarella. Da habe ich jetzt die kleinen genommen, weil die schon so vorportioniert sind, dass ich die gleich einfach nur da so reinlegen muss. Ich habe jetzt noch eine Reibe mitgenommen, aber wenn ihr jetzt im Camper unterwegs seid, braucht ihr für den Hartkäse nicht unbedingt eine Reibe. Ihr müsst ihn nicht raspeln. Ihr könnt auch einfach ein Messer nehmen und kleine Stücke von dem Hartkäse abschneiden. Das funktioniert genauso gut. Wir hatten nämlich beim ersten Versuch auch keine Reibe zum Raspeln und dann hat das auch sehr gut geklappt. Hier schön mit dem eiskalten Wasser. Das macht Spaß. Das macht Freude. So, auf mit dem Teig. Das Brötchengitter brauchen wir jetzt nicht. Teilen wir den guten mal in 2 Teile. Machen wir einfach mal so. Und jetzt versuche ich da einfach so eine lange Schicht draus zu machen. Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Halt so ein Boden, der hier einmal drumherum passt. Ein bisschen dünner als hier jetzt noch. Die Menge müsste halt einfach genau reichen. Man kann den sicherlich auch schöner vorher noch kneten und zusammendrücken. So, jetzt drücke ich den halt ein bisschen noch am Rand hoch, dass auf jeden Fall der Käse aufgefangen wird. Vielen Dank übrigens an Jenny für das coole Teigrezept. Liebe Grüße an der Stelle. Ich dachte immer, Pizza backen wäre voll aufwendig. Das war das erste Mal, dass ich jetzt hier heute für den Dreh Pizzateig zu Hause angesetzt habe. Normalerweise mache ich nichts mit Hefe, das ist mir zu langwierig. Ich habe da keine Geduld für. Also wir haben jetzt eine 3-Käse-Kalzone uns ausgesucht. Was würdet ihr euch denn für eine Pizza aussuchen? Was ist eure Lieblingspizza? Ich könnte mir das natürlich mit anderen Sachen hier auch gut vorstellen, aber Käse ist jetzt auch nicht die schlechteste Wahl, wenn man Leute von einem Rezept überzeugen will. Dann würde ich sagen, machen wir mal hier den Käse. Ach so, ich habe übrigens hier letztens, die Geschichte sollte ich nicht erzählen, ich erzähle sie jetzt einfach trotzdem. Ich habe hier letztens eine Vollbremsung gemacht und mir schreiben ja immer wieder Leute, dass dann hier alles durchs Auto fliegen würde. Das Einzige, was durchs Auto geflogen ist, ist eine Schere. Nicht, dass das jetzt ungefährlich wäre, aber ich habe sie seitdem nicht mehr wiedergefunden. Also Leute, sichert eure Scheren, macht es nicht wie ich. Ja. Oh, das war ein bisschen viel. Ich würde sagen, das reicht dann auch. An Tomatensauce. Habe ich gesagt, dass ihr Knoblauch reinmachen könnt? Ich weiß gar nicht warum. Warum will man noch Knoblauch in so eine Pizzasauce machen, wenn man da noch Käse drüber schmeißt? Knoblauch und Käse finde ich ist immer zu viel des Guten. Fangen wir doch mal mit dem Mozzarella an. Das hat auch sehr gut geklappt. Was ist das hier für ein Verschluss? Ich reiße das da auf, wo es aufgerissen werden soll und es ist zu, es bleibt zu. Meine ganzen Gabeln sind übrigens im Camper. Ich habe zu Hause nur noch 2 Gabeln. Das ist immer irgendwie wie so ein Survival-Projekt zu Hause mit 2 Gabeln.
Falls ihr euch fragt, ob das nicht ein bisschen viel Mozzarella ist, ja, ist es, aber wir haben beim Testlauf auch so viel reingetan. Und jetzt denke ich mir natürlich, never change a running system. Ich habe euch auch auf Insta gefragt, ich habe euch gezeigt, wie viel Käse wir letztendlich reingetan haben und habe euch gefragt, ob ihr mehr oder weniger Käse reintun würdet. Und die absolute Mehrheit von euch ist auch für viel Käse gewesen. Also gehe ich einfach mal davon aus, das ist in eurem Sinne, was ich hier mache. Wenn nicht, tut ihr einfach ein bisschen weniger rein. So, ja. Jetzt nehmen wir den Gorgonzola, den Cheese Porn. Das ist so pervers. Ja, hier ist auf jeden Fall nicht #healthy angesagt. Da geht ihr besser auf ein paar andere schöne Kanäle. Falls ihr schon vom Zugucken Herzprobleme bekommt, kann ich das verstehen. Okay, ein bisschen noch hiervon und dann ist gut. Gebt's zu, ihr habt kurz gedacht, dass ich vielleicht den ganzen Gorgonzola reinmache. Ich glaube, wenn Jenny sieht, dass wir nur das hier drauf tun, dann schimpft die mit uns und sagt, ihr habt das nicht richtig gemacht. Sollen wir das mal so lassen? Ich mache den anderen jetzt nicht noch auf. Jetzt kommt die zweite Hälfte des Teigs oben drauf. Ich versuche die mal ein bisschen besser zu kneten, weil jetzt kann ich ja nicht so drauf rumdrücken, ohne dass ich direkt hier die Käsefüllung damit beschädige. So, dann drücke ich jetzt noch alles fest und an den Rändern zu. Falls übrigens echte Pizzabäcker unter euch sind, es tut mir leid. Versuchen wir es, oder? So, das ist der Zustand vorher. Warum stellen wir die Kartusche hier oben hin? Wir hatten beim ersten Durchlauf die Kartusche im Spülbecken drin stehen. Und dann ist durch die abstrahlende Hitze von dem Omnia ist dieses Becken sehr, sehr warm geworden und hat auch die Kartusche mit erhitzt. Den Fehler wollte ich nicht nochmal machen. Wir haben dann irgendwann gewechselt hier auf die Arbeitsplatte und das mache ich für diesen Versuch hier auch. Ich werde jetzt gleich hier einen Windschutz drum stellen oder Heckklappe zumachen, damit hier nicht immer der Wind kommt. Ich habe bewusst das Wintergas genommen, weil es sonst einfach zu kalt ist. Also diese kleinen Kartuschen funktioniert nicht. Was müsst ihr bei der Temperatur beachten? Ihr habt ja hier keine Möglichkeit, Temperaturen zu sehen. Wir haben es letzte Mal einfach so gehandhabt. 5 Minuten auf voller Pulle, dann runtergedreht, mittlere Stufe ungefähr, mittlere Flammengröße und dann 30 Minuten einfach durchgebacken. Und immer mal wieder, so 2-3 Mal haben wir kurz den Deckel gehoben, nicht zu lange den Deckel weglassen, sonst geht zu viel Wärme wieder raus. Und das seht ihr dann, wenn der Käse flüssig wird, wann die fertig ist und wenn der Teig halt durch ist. So. Das letzte Kochvideo, das wir gemacht haben, kam bei euch ja einigermaßen gut an. Und zwar haben wir da Glühgin gemacht, den haben einige von euch auch nachgekocht und da habt ihr mir sehr schöne Nachrichten zu zurückgeschrieben und auch Videos vom Live-Zustand, wie so der Glühgin bei euch gewirkt hat. Habe ich mich sehr darüber gefreut, dass ihr den gerne getrunken habt. Wenn ihr auch Videos, Kochrezepte oder Kochen aus dem Camper-Vlogs haben wollt oder so, dann schreibt mir das doch mal in die Kommentare, denn eigentlich würde ich das nicht so, also von mir aus würde ich das jetzt nicht so für interessant halten, aber wenn ihr das sehen wollt, dann machen wir das gerne. Ich warte jetzt darauf, dass der Kocher endlich wieder frei wird, damit ich meine Kanne Kaffee da drauf schmeißen kann und mir meinen Kaffee kochen kann. Danke übrigens an der Stelle an alle Leute, die uns auf Ko-fi mit Kaffeespenden supporten. Ihr habt nach unserem letzten Video, habt ihr uns auf jeden Fall noch mal ein paar rüber geschickt. Deswegen gibt es jetzt hier gleich auf jeden Fall erstmal einen Kaffee und für Henning natürlich auch einen Tee. Jedenfalls, wenn ihr Kaffee, Käse, Pizza für Grundnahrungsmittel haltet, legitime Grundnahrungsmittel, dann abonniert den Kanal doch einfach, denn ja, ich fürchte, es wird hier weitergehen in dieser Weise. Wenn ihr euch jetzt fragt, was Ko-fi ist oder ihr den Link zum Kaffeeschicken sucht, ist wie immer alles in der Infobox verlinkt. Wie findet ihr die Infobox? Einfach unter dem Video auf mehr Anzeigen klicken und schon öffnet sich ein ganzes Universum der Informationen. Da sind immer weiterführende Infos zu den Videos verlinkt und alles, was ihr potenziell fragen könntet, habe ich versucht schon vorwegzunehmen und euch da reinzupacken. Also ich hatte ja schon im Intro gesagt, es gibt Neuigkeiten und zwar haben wir mit In die Ferne einen Preis gewonnen. YouTube hat einen Wettbewerb ausgeschrieben und zwar gibt es den seit 2016, der heißt YouTube Next Up. Und das gibt es in verschiedenen Ländern oder verschiedenen Sprachregionen. Das war jetzt YouTube Next Up Germany. Also es ist so eine Sonderversion davon, nämlich Women to Watch. Und da konnten sich YouTube-Kanäle bewerben, die zwischen 10.000 und 100.000 Followern haben, wo irgendwie ein spezieller Dreh Content für Frauen, von Frauen irgendwie drin ist.
Und das haben wir getan. Wir haben uns da beworben und wir haben gewonnen mit 11 anderen noch. Wir machen da jetzt wir haben da jetzt 6 Wochen Workcamps. Normalerweise fährt man eine Woche zum YouTube Space in Berlin. Das geht jetzt wegen Corona natürlich nicht. Deswegen findet das alles digital zu Hause statt. Und dann gibt es Workshops, so eine Art Einzelcoachings auch. Und da kann man alles weiterentwickeln bezüglich technischer Produktionsfragen, aber auch wie es mit dem Kanal weitergeht, was es da so für Optionen gibt. Und wir sind jetzt seit 7 Monaten, machen wir den Kanal. Und in der Zeit, wir sind jetzt über 14.000 Leute geworden. Also ich glaube, das ist Grund genug für uns, darüber nachzudenken, ob wir das weitermachen wollen und wenn ja, in welcher Weise, wie man das noch cooler machen kann. Und wir haben die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen. Deswegen bin ich sehr gespannt, was wir da lernen. Das kann aber eben dazu führen, weil das ziemlich viel Zeitaufwand ist, zusätzlich jetzt 6 Wochen lang, dass es vielleicht mal an einem Samstag kein Video von uns gibt. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn ihr möchtet, dass wir euch stattdessen einfach mitnehmen. Dann sagt mir noch mal Bescheid, weil dann machen wir das vielleicht einfach so. Dann gibt es keine klassischen Videos, sondern eher sowas für eine Weile. Oder einen Mix daraus. Sagen wir mal, wir haben ja jetzt noch ein paar klassische Videos, die wir hier produzieren. Aber genau, es könnte sein, dass wir ein bisschen unter Zeitdruck geraten. Wir haben ja nebenbei alle noch einen Vollzeitjob und deswegen, wir versuchen es für euch, aber seid nicht so hart zu uns, falls es mal nicht klappt. Und ein anderer Teil des Preises ist unter anderem ein Equipment-Gutschein im Wert von 1.000 €. Darüber freuen wir uns natürlich total, weil wir ja mit dem Kanal nicht auf vielen klassischen Wegen Geld verdienen und wir auch froh sind, wenn wir dann entsprechend unser Produktionsequipment irgendwie über den Kanal gegenfinanzieren können. So, dann würde ich sagen, gucken wir mal, ob es fertig ist. Ich höre den Käse nämlich die ganze Zeit schon brutscheln. So, und dann holen wir das Teil da mal vorsichtig runter. Wow. Es kann eigentlich gar nicht scheiße schmecken. Wie soll das mit 3 Käsesorten scheiße schmecken? So, Henning. Da musst du jetzt mal probieren. So. Ja. Pizza mit Käse. Und Henning, wie schmeckt's dir? Sehr gut. Also mein Fazit ist, der Teig ist zwar nicht an allen Stellen sehr kross geworden, aber an ausreichend Stellen. Der Käse ist schön geschmolzen, schmeckt einfach geil, aber was will man auch falsch machen bei Teig mit 3 verschiedenen Arten Käse. Also ich mag das Rezept sehr gerne. Backt ihr selber auch mit so einem Campingbackofen manchmal? Wenn ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr mit dem am liebsten macht. Oder auch wenn ihr den noch nicht kanntet, ob ihr sowas generell irgendwie für einen Camper übertrieben findet oder ob ihr es eigentlich eine coole Möglichkeit findet, dass man im Camper auch backen kann. Wenn ihr auch Käse- oder Pizza-Fan seid, müsst ihr den Kanal abonnieren und das Glöckchen aktivieren. Denn dann werdet ihr benachrichtigt, falls wir mal wieder zu so kulinarischen Schandtaten ein Video produzieren. Und ansonsten würde ich sagen, das war ein Video von In die Ferne. Mein Name ist Chantal Stauder, der Mann hinter der Kamera ist Henning Westerkamp. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns hier nächste Woche wieder. Hoffentlich.